Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal tutorialgarage.com. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid und heute geht's los mit einer neuen Videoreihe oder Tutorialreihe, nämlich zum Thema Joomla 4. Joomla 4 ist die neue Major-Version von Joomla. Ich habe es hier offen. Die letzte Videoreihe habe ich gestartet für Joomla mit der Version 3.7 und hat dann irgendwo bei 3.9 geändert. Aber jetzt, wie gesagt, gibt es eine neue Major-Version von Joomla, nämlich 4. Ich glaube, momentan sind wir schon bei 4.04 und ja, fängt eine neue Videoreihe zu den Joomla-Grundlagen jetzt hier an. In diesem Video zeige ich euch, wie man Joomla installiert, was man alles dafür braucht, welche Möglichkeiten es gibt, die Daten auf den Server hochzuladen und so weiter. Und dann wieder in relativ kurzen Videos versuche ich dann euch Joomla näher zu bringen. Für diejenigen, die sich interessieren, was Joomla eigentlich ist, ganz schnell mal und kurz überrissen. Joomla ist ein Content-Management-System, damit kann man quasi eine Webseite erstellen, man kann Menüpunkte anlegen, Inhalte erstellen und das quasi auf einer Webseite dann halt veröffentlichen. Ich werde unten in der Videobeschreibung nur ein Video verlinken, wo das ein bisschen genauer erklärt ist. Das spare ich mir allerdings jetzt in dieser Videoreihe. Heute wollen wir uns Joomla installieren. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal einen Webspace. Ich mache diese Videoreihe jetzt auf meinem Webspace. Das Ganze, wer keinen Webspace hat, kann natürlich auch über Xampp zum Beispiel, das ist ein Programm, was eine Serverumgebung quasi simuliert auf dem lokalen Rechner, kann das ebenfalls so machen. Auch zu diesem Thema findet man in meinem Kanal Tutorials. Ich mache das jetzt hier auf meinem Webspace. Der Webspace liegt bei Alpha Hosting. Was brauchen wir jetzt da? Wir brauchen einmal quasi einen Ort, wo wir das hochladen, eine Verbindung per FTP, eine Datenbank, also quasi den Datenbanknamen, den Datenbank-Usernamen, das Passwort dafür und den Host, wo die Datenbank liegt. Aber das schauen wir uns jetzt da alles genauer mal an. Ich würde sagen, wir beginnen einmal damit, dass wir uns einmal die Daten besorgen, die wir tatsächlich jetzt da brauchen. Wir brauchen nämlich einmal das Installationspaket von Joomla 4. So, wie gesagt, bevor wir jetzt loslegen können, brauchen wir einmal unser Joomla Installationspackage, und zwar in der aktuellsten Version. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass ich dazu immer auf www.joomla.org gehe, um mir das aktuellste Joomla zu ziehen. Es gibt natürlich auch noch joomla.de. Schaut euch an, was euch da besser gefällt. Also ich bin immer auf der Seite www.joomla.org und hier finden wir den Download-Bereich. Da wechseln wir mal hin. Und dann sehen wir hier gleich, wird uns angeboten mit dem ersten Button den Download von der aktuellsten Version, momentan Joomla 4.04. Einfach draufklicken, dann geht ein kleines Fenster auf. Das ist der Download, bestätigen und runterladen. Das kann ich mal sparen, weil das habe ich schon im Vorfeld runtergeladen. So, und die zweite Datei ist zwar nicht zwingend notwendig. Das ist die Kickstart von Akiba. Die dient dazu, um Joomla oder ein ZIP-Archiv schnell auf den Server quasi zu laden und es dann dort zu entpacken und nicht zuerst 10.000 Dateien auf dem lokalen Rechner zu entpacken und dann hochzuladen, weil das dauert alles viel länger, sondern man schiebt das ZIP-Archiv auf den Server und entpackt es dann dort an Ort und Stelle. Gut, um es auf den Server zu schieben, brauchen wir ein Programm, das nennt sich FileZilla. Das verwende ich immer in meinen Videos. Es gibt jetzt da kein Tutorial zur Verwendung von FileZilla. Erstens, da gibt es jede Menge Videos auf YouTube und auch in meinem Kanal habe ich schon mal gezeigt, genau wie FileZilla funktioniert, und das Ganze werde ich wahrscheinlich ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinken, das Video zum FileZilla Tutorial. Es ist ganz einfach so, dass dieses Programm uns unterstützt, um Daten zwischen Server und dem lokalen PC hin und her zu transferieren. Das ist ganz einfach. Auf der linken Seite, ich rahme das jetzt Ganze mal ein, finden wir unseren lokalen PC und auf der rechten Seite unsere Serverumgebung. Ich bin da schon im richtigen Ordner, da sind meine ganzen Downloads. Hier unten haben wir die ZIP-Archive, die Kickstart Core ZIP, dann darüber das Joomla Package ZIP. Und hier oben habe ich das Ganze noch einmal entpackt. Ich gehe da mal rein, bei der Kickstart Core sehen wir, dass es sich tatsächlich nur um 2 Dateien handelt. Wie gesagt, die Links zu den Seiten immer unten in der Videobeschreibung, nicht vergessen. Und die Joomla 4, die entpackte,
haben wir hier und wir können uns das ja gleich noch einmal anschauen. Ich habe die auch hier auf diesem und wenn ich hier alles markiere, rechte Maustaste und gehe hier auf Eigenschaften, dann sehen wir, naja, das stimmt nicht ganz, es sind nämlich 10.000 Dateien, 8.000 werden mir halt hier angezeigt und es hat 62,9 Megabyte und normalerweise würde man das jetzt da so machen, dass man in dieses entpackte Joomla 4 alles markiert, was da drinnen ist, wirklich alles und dann einfach per Drag and Drop auf die rechte Seite hier unten reinzieht und dann hier loslässt. Ich kann ja das einmal zeigen, zack, und ihr seht und er beginnt. Ihr seht, jede Datei und jeder Ordner wird einzeln hochgeschubst. Ja? Das sind um die 10.000 Dateien und ihr seht, das wird recht langwierig. Aus diesem Grund breche ich das Ganze jetzt einmal ab und lösche das Ganze hier wieder. Das dauert jetzt ein bisschen, weil da sind ja ebenfalls Dateien drinnen, die werden ebenfalls einzeln wieder gelöscht und ich zeige euch einen Weg, wo das Ganze viel schneller geht, weil ich habe das natürlich schon getestet im Vorfeld. Dauert bei mir circa eine halbe Stunde, bis sämtliche Dateien auf den Server hochgeladen sind. Das können wir uns natürlich sparen. Aus diesem Grund gehen wir wieder in den Joomla 4 Ordner, den ich mir vorbereitet habe. Um das Ganze schneller abzuschließen, den Hochladeprozess und Entpackprozess, schieben wir einfach einmal unsere ZIP-Datei, die Joomla 4.04 Stable Full Package, einfach per Drag and Drop hier rüber auf den Server. Das dauert ein Weilchen. Müssen wir mal gucken, wie lange das dauert. Ein paar Sekunden. Und da ist sie auch schon. Und im zweiten Schritt müssen wir die Kickstart Core 7.1.0 ZIP entpacken. Das habe ich ja im Vorfeld getan. Das haben wir hier. Das sind die zwei Dateien. Die markieren wir und ziehen sie per Drag and Drop auf die Serverseite und lassen sie dort los. Der lädt das Ganze hoch. Ihr seht, das geht relativ zügig, sind kleine Dateien und jetzt können wir tatsächlich schon anfangen, unser Joomla zu installieren. Für die Joomla-Installation habe ich ja gesagt, wir brauchen einen Webspace. Das haben wir ja hier schon drauf. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Datenbank, also eine Datenbank, die hat einen Namen, also einen Datenbanknamen. Wir brauchen einen Datenbank-User, wir brauchen das Datenbank-Passwort und wo die Datenbank liegt, also den Datenbank-Host. Das haben wir alles im Vorfeld schon vorbereitet in einer Excel-Tabelle. Da geht ihr einfach zu eurem Hoster und legt euch dort eine Datenbank an. Da kriegt ihr je nachdem, welcher Hoster das ist, dann die entsprechenden Daten zur Verfügung gestellt. Bei den meisten Hostern kann man ja unzählige oder unbegrenzt viele Datenbanken erstellen, also soll das nicht das Problem sein. Jede Joomla-Version gehört in eine eigene Datenbank. Leute, trennt euch bitte von dem Gedanken, dass man mehrere Joomla-Seiten über eine Datenbank laufen lässt. Das ist echt unpraktisch, das überfordert die Datenbank, die werden dann einfach zu groß. So, dann mache ich mal die Excel-Tabelle auf und ich rufe die Webseite auf. Wir können ja die Akiba-Seite wieder zumachen und auch die Joomla-Seite kann ich zumachen. So, da bin ich jetzt hier auf meinem Webspace. Und dieser Webspace trägt den Namen testumgebung.tutorialgarage.com und dahinter schreibe ich jetzt rein /kickstart.php. Wir rufen quasi jetzt damit das Skript auf, hier haben wir es, diese Datei rufen wir quasi jetzt auf, um halt diese Datei hier zu entpacken. Alle drei Dateien, die wir dann hier finden, die Joomla 4.04 Stable und die beiden Kickstart-Dateien müssen wir natürlich am Ende dann wieder vom Webspace runterlöschen, wenn wir mit der Joomla-Installation fertig sind, für den Fall, dass das nicht selbstständig funktioniert. So, wie gesagt, das ist testumgebung.tutorialgarage.com/kickstart.php. Das Ganze jetzt mit Enter bestätigen und dann sollten wir genau diese Meldung bekommen. Die können wir einfach wegklicken, hier unten. Im Normalfall, mir ist wirklich noch nie passiert, dass ich hier irgendwas verstellen musste. Im Normalfall stimmen diese ganzen Einstellungen, die hier getroffen werden und man kann einfach gleich auf Start klicken. So, jetzt beginnt der Extraktionsprozess von der ZIP-Datei und ihr seht halt auch hier den Fortschritt, wie weit das Ganze ist. Das geht relativ zügig.
und innerhalb von, ich schätze mal, 20-30 Sekunden, ist schon fertig, ist es dann auch entpackt auf dem Webspace. So, jetzt schauen wir mal zurück zu FileZilla und schauen uns die Serverseite an. Momentan ist ja hier noch alles so, wie wir es kennen, es sind 3 Dateien. Einfach einmal da herklicken, mit der Taste F5 kann man das Ganze refreshen. Und jetzt sehen wir, dass alles hier entpackt ist. Hier haben wir noch die Joomla-Datei und die Kickstart-Datei haben wir hier und die zweite ist auch noch da, hier oben. Gehen wir wieder zurück zum Browser. Was er uns jetzt zeigt, den Button, dass er den Installer quasi ausführen kann. Machen wir das Ganze mal und so schaut die Joomla Installationsseite aus. Genau so schaut es aus, auch wenn ihr die Dateien einzeln hochladet. Also für diejenigen, die sich dazu entschieden haben, Joomla zuerst auf dem lokalen PC zu extrahieren und dann einzeln quasi die Dateien hochzuladen und dann halt einfach die Webseite aufruft, dann kommt ihr genau hier hin. Als erstes werden wir gefragt, die Installationssprache halt zu wählen. Momentan ist eingestellt Englisch. Installationssprache ist nur die Sprache für diesen Installationspfad, den wir quasi jetzt Schritt für Schritt durchlaufen müssen. Dann haben wir Name der Webseite. Da trage ich einfach ein Joomla 4 Tutorials. Zugangsdaten einrichten ist dann schon der nächste Schritt. So, jetzt müssen wir halt hier den Super-User angeben, den Super-Benutzer, deutsche Übersetzung. Der Super-User darf alles. Der darf alles puncto Administration, der darf an jeder Schraube drehen, der darf jede Einstellung treffen, also wir. Im ersten Feld müssen wir mal unseren Namen eingeben, Name des Super-Users, damit ist der echte Name gemeint. Ich schreibe da jetzt einfach einmal rein Harry, dann Benutzername. Dann nehme ich Bonnie and Clyde 2011. Passwort, das blende ich jetzt natürlich aus. So, hier unten wird auch angezeigt, ob das Passwort akzeptiert wurde. Wenn das nämlich zu leicht ist oder zu unsicher ist, dann wird es nicht akzeptiert. E-Mail-Adresse des Super-Users, da sagen wir ganz einfach test@test.de, dass da irgendwas drinsteht, weil sonst funktioniert es nicht. Und jetzt haben wir halt hier im nächsten Schritt Bankverbindung einrichten, da klicken wir drauf und dann haben wir halt hier nicht jetzt, verdammt nochmal, dann haben wir hier halt die Konfiguration der Datenbank auszuwählen. Das ist nicht so schwer. Ich habe euch ja schon gesagt, welche Informationen wir brauchen. Wir haben halt hier eine MySQLi. Die liegt tatsächlich bei mir auf dem Host, auf dem Localhost. Leute, die bei Strato zum Beispiel sind, die müssen hier einen anderen Ort eingeben, aber bei Alpha Hosting, wo ich bin, liegt es am Host, also schreibt man hier rein Localhost, Datenbankbenutzer, das kopiere ich mir aus meiner vorbereiteten Tabelle. Ich mache das Ganze jetzt unkenntlich, damit da kein Schindluder getrieben wird. Datenbankname, Joomla Database stimmt ebenfalls nicht. So, einfügen. Hier unten haben wir ein Tabellenpräfix. Ja, das ist ein wirres Buchstaben-Zahlen-Präfix. Das kann man auch verändern. Ist gar nicht notwendig, dass man das verändert. Das wird zufällig generiert. Aber für den Fall, dass man zum Beispiel mehrere Joomla-Installationen oder andere Anwendungen auf der Datenbank hat, kann man das halt anpassen, damit man sie leichter zurechtfindet, muss aber nicht gemacht werden. Im letzten Schritt haben wir halt hier unten Joomla installieren, da klicken wir einfach drauf und dann, wenn die Datenbankabfrage erfolgreich ist, dann sollte das auch funktionieren, dass das jetzt sauber durchläuft. Außer ich habe mich irgendwo beim Kopieren geirrt, dann wäre jetzt noch hier eine Fehlermeldung aufgetaucht. So, wir haben jetzt hier die Meldung, Joomla wurde vollständig installiert und wir haben halt hier die Möglichkeit, auch gleich zusätzliche Sprachen zu installieren. Joomla ist von Haus aus Englisch, ist eigentlich klar, deswegen installieren wir jetzt da zusätzliche Sprachen. Wir brauchen hier nur Deutsch, einfach Deutsch anklicken, dann klicken wir ganz unten auf Weiter.
Das dauert jetzt wieder einen Moment, das geht relativ schnell. Und in diesem Schritt werden wir gefragt, welche der beiden Sprachen, eben die englische, die standardmäßig ja mitinstalliert wird, oder halt die deutsche, welche von diesen beiden die Standardsprache ist. Und da werden wir zweimal gefragt. Warum zweimal? Es gibt ja auch zwei Seiten unserer Webseite. Einmal die Seite, die die Besucher zu Gesicht bekommen, die nennen wir Frontend, und die Seite, wo der Administrator, oder in dem Fall halt ihr, dann Beiträge verfasst, Menüpunkte anlegt, das nennen wir Backend. Also stellen wir jetzt einmal für die Joomla-Administration ein Deutsch, da setzen wir den Punkt hier, und für die Joomla-Website tragen wir ebenfalls Deutsch ein. Jetzt wird sich der eine oder andere die Frage stellen, warum muss man für die Webseite Deutsch einstellen, weil ich schreibe meine Menüeinträge bzw. Beiträge ja sowieso in Deutsch. Ja, es gibt aber ein paar Schaltflächen, die dann nicht übersetzt sind. Zum Beispiel gibt es einen Read More Button im Englischen oder zu Deutsch heißt ja dann Weiterlesen Button, dass man halt nur einen Teil eines Beitrags halt lesen kann, und wenn der mehr interessiert, kann man auf Read More klicken und dann wird der komplette Beitrag angezeigt. Und wenn man das halt hier nicht auf Deutsch steht, dann würde halt dann dort stehen Read More auf Englisch und nicht das deutsche Wort weiterlesen. Deswegen ist es halt auch ganz angebracht, das Frontend auf Deutsch übersetzen zu lassen. Dann gehen wir halt hier hin auf Standardsprache konfigurieren. Wir haben ja das bis jetzt dann nur ausgewählt, jetzt muss man das halt natürlich auch speichern. Jetzt haben wir halt hier die Meldung, dass das alles funktioniert hat. So, dann haben wir hier unten zwei Buttons. Einmal das Frontend öffnen. Das machen wir in einem eigenen Tab. Ne, geht nicht in einem eigenen Tab, sondern müssen wir hier machen. Gut, wir haben halt hier jetzt das, wir sehen hier oben Cassiopeia. Das ist das Template von Joomla 4, was standardmäßig dabei ist. Bevor wir uns da jetzt allerdings reinstürzen, öffnen wir wieder FileZilla. Schauen uns das Ganze an, refreshen das. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, die wir halt hier rauslöschen müssen. Einmal die Kickstart, das ist die erste Kickstart. Hier haben wir die zweite, die müssen wir rauslöschen. Und natürlich die Joomla 4.04 Stable Full Package.zip-Datei, die hat auf dem Server auch nichts mehr verloren. Die drei lösche ich einmal raus, ob ich mir sicher bin, natürlich, und weg damit. Und auch immer einen Blick darauf werfen, ob es hier noch einen Ordner gibt mit dem Namen Installation. Falls das der Fall sein sollte, ist irgendwas schiefgegangen, weil das sollte nämlich immer automatisch gelöscht werden. Falls nicht, dann bitte manuell löschen nach der Installation. So, jetzt haben wir unsere Webseite schon quasi installiert, die wir über unseren Link heute aufrufen können. Aber wie kommen wir jetzt in die Administrationsoberfläche, auch genannt Backend? Wir gehen oben in die Adresszeile hinter unserem Link und schreiben hier rein Slash, also Schrägstrich, Administrator. Und so schaut das Ganze aus, die Anmeldeseite zum Backend. So, was wir dahinter finden, hinter dieser Anmeldemaske, schauen wir uns dann im nächsten Video an. So, dann sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bzw. hilft euch weiter. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt, nämlich mit Däumchen oder Kommentaren. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao!